Hey, hey, die kalte Jahreszeit fängt wieder an. Deswegen ist es doch perfekt, wenn wir uns einmal das mächtigste Tool in der Softwareentwicklung anschauen, worauf wirklich fast alle Projekte aufbauen. Deswegen ist es extrem wichtig, dass du dieses kennst. Und dieses Tool nennt sich Git. Wenn du dieses Video dir dann komplett angeschaut hast, bist du der neue Git-Meister und bringst damit deine Entwicklung auf ein neues Level. Wirklich versprochen, das macht einen großen Unterschied. Git ist ein Versionskontrollsystem und mit diesem kannst du deinen Quellcode verwalten, backuppen, mit anderen Leuten teilen oder auch Branches erstellen, in denen du dann Funktionen ausarbeitest und dann erst ganz zum Schluss in dein Hauptprojekt überträgst. Ganz vereinfacht jetzt erstmal gesagt. Was hat das Ganze jetzt mit GitHub zu tun? Git ist an sich einfach nur ein Format, so wie zum Beispiel MP4 ein Videoformat ist. GitHub ist dann so wie YouTube einfach eine Plattform, über die man Git-Projekte verteilen kann. Und in dem Fall ist dann YouTube eine Plattform, wo man Videos verteilen kann. Und GitHub ist dann eine Plattform, wo man Git-Projekte teilen kann mit anderen Personen. Beziehungsweise man kann das natürlich auch alles privat lassen und GitHub dient dann einfach als Backup, was sogar in der Cloud liegt und das sogar völlig kostenlos. Das heißt, du kannst deine Projekte bei GitHub einfach backuppen und kein anderer darauf Zugriff, außer du dann. Wenn dein MacBook dann also abbrennt, hast du trotzdem noch weiterhin deine Projekte, was schon mal ein großer Gamechanger überhaupt ist. Wie können wir uns jetzt aber Git genauer vorstellen? Ich erkläre das jetzt natürlich hier für Anfänger, deswegen lasse ich auch einige wichtige Informationen erstmal weg, so dass du dich wirklich auf das Wesentliche konzentrieren kannst und nicht mit sämtlichen Git-Befehlen überflutet wirst. Denn Git ist wirklich ein mächtiges Tool und es gibt hier tausende Funktionen, die sich auch häufig nur minimal unterscheiden. Ich gebe jetzt aber erstmal die wichtigsten vorneweg. Wenn du Git natürlich schon kannst, dann kannst du auch unten bei den Timestamps auch einfach direkt weitergehen, wo ich Git und GitHub direkt mit Xcode benutze. Aber um die Basics nochmal aufzufrischen, ist das ja vielleicht auch nicht schlecht. Zuerst einmal, wenn du bereits ein bestehendes Projekt hast, kannst du trotzdem ein sogenanntes Git-Repository für dieses noch im Nachhinein anlegen. Wir müssen also jetzt nicht irgendwie ein frisches Projekt erstellen und können dann das direkt zu Git hinzufügen, sondern auch wenn wir ein bestehendes Projekt haben, können wir ein sogenanntes Git-Repository erstellen. Im Hintergrund vereinfacht erklärt, hast du nämlich dann nicht nur ein Ordner, wo dein Projekt drin liegt, sondern zwei Ordner. Ein Ordner ist für dich weiterhin sichtbar. Mit diesem arbeitest du. Und wie gesagt, vereinfacht gesagt, erstellt Git im Hintergrund einen unsichtbaren Ordner. Das ist der sogenannte Main-Ordner. Früher wurde er auch mal der Master genannt, beziehungsweise in dem Falle der lokale Master, weil er nur bei dir auf dem Computer verfügbar ist. Und das ist einfach ein versteckter Ordner, wo eine Art Kopie von deinem Projekt drin liegt. Wenn du jetzt Änderungen in deinem Projekt machst, das kannst du auch weiterhin ganz normal einfach bei Xcode öffnen und sieht alles wirklich für dich ganz normal aus, sind diese Änderungen auch erstmal nur in deinem normalen Ordner, den du halt siehst. Der Main-Ordner bleibt dabei unverändert. Die Besonderheit ist, dass du jetzt irgendwann, wenn du mit deinen Aufgaben fertig bist, einen Commit machen kannst. Wenn du den Commit gemacht hast, werden die Änderungen in den Main-Ordner, der für dich halt unsichtbar ist, reinkopiert. Mit Kopieren ist jetzt aber nicht gemeint, dass wirklich der komplette Ordner ersetzt wird, sondern rein deine Änderungen werden in diesen versteckten Ordner einzeln reincommitted. Was das für einen Vorteil hat, dazu komme ich gleich nochmal zu sprechen. Wofür brauchen wir das Ganze jetzt aber? Das ist alleine schon sehr praktisch, zum Beispiel wenn wir gerade ein neues Refactoring machen und wir werden sehr viel Code ändern und wissen am Ende noch nicht, ob es überhaupt funktioniert oder ob das der richtige Weg ist, können wir einfach ganz viele Änderungen bei uns in unserem Ordner machen, der für uns sichtbar ist. Und falls es am Ende doch nicht so richtig ist, können wir die Änderungen einfach reverten. Oder wie es später in Xcode heißt, Discard Changes drücken. Dann werden alle unsere Änderungen einfach reverted und wir sind wieder auf dem Stand wie von unserem unsichtbaren Main-Ordner. Das hat mir wirklich schon an sämtlichen Tagen den Tag gerettet, wo ich etwas Cooles programmieren wollte, am Ende gemerkt habe, dass es gar nicht funktioniert. Und anstatt den Code wieder einzeln rückgängig zu machen, kann ich einfach Discard Changes machen. Ich kann das natürlich auch für einzelne Änderungen machen. Zum Beispiel, wenn ich 2 neue Views programmiert habe, kann ich auch einfach sehen, welche Änderungen ich gemacht habe an dem Tag und kann die dann reverten einzeln und dann zum Beispiel nur die eine View noch behalten. Später in Xcode bekommen wir nämlich dann auch unsere einzelnen Sachen angezeigt, die wir seit dem letzten Commit geändert haben. Jetzt kommen wir zu dem Vorteil von Git, weil bisher könnte ich ja auch einfach einen zweiten Ordner anlegen und den immer, wenn ich fertig bin, kopieren und falls mir die Änderungen nicht gefallen, den alten Ordner löschen und von meinem vorherigen zurückholen. Der Vorteil ist nämlich dabei, dass Git wirklich nur die einzelnen Änderungen in unseren Main-Ordner reintut. Git ist also eine Art Stapelsystem,
wo die einzelnen Commits alle aufeinander aufbauen. Ich kann deswegen auch einen Commit nicht einfach löschen, denn alle anderen Commits, die danach gekommen sind, bauen auf diesen Commit auf. Ich kann natürlich ältere Änderungen immer noch reverten, nur muss ich die dann als neuen Commit hinzufügen. Das Ganze ist natürlich jetzt schon ein bisschen komplizierter, deswegen gehe ich jetzt hier erstmal nicht genauer drauf ein. Aber was wichtig ist zu verstehen, dass unser Main-Ordner alles aus einzelnen Commits besteht. Ich habe irgendwann mal den ersten Commit gemacht, wo ich 3 neue Zeilen hinzugefügt habe und dann hat er sich halt nur diese 3 neuen Zeilen gemerkt. Irgendwann habe ich nochmal 2 Zeilen hinzugefügt und er hat sich gemerkt, wann und wer diese 2 Zeilen geändert hat. Das kann ich mir auch später im Verlauf nämlich dann anschauen und sehe, wann welcher Programmierer was programmiert hat. Kleiner Fakt noch am Rande, jeder Commit, den wir machen, braucht auch immer eine Nachricht. Am besten schreiben wir hier natürlich rein, was wir gemacht haben. Wir müssen hier auch ein Gefühl dafür bekommen, wie häufig wir Commits machen. Denn wenn wir zu viele oder zu wenige Commits machen, kann uns das jeweils auf die Füße fallen. Mache ich zu viele Commits, wird es natürlich sehr, sehr unübersichtlich, besonders dann auch, wenn ich Sachen reverten möchte oder suchen möchte, wo ein Fehler in das Programm reingekommen ist. Mache ich zu wenig Commits, wird es natürlich auch zu unübersichtlich, denn jeder einzelne Commit hat massiv viele Änderungen und ich kann nicht mehr nachvollziehen, warum ich was gemacht habe. Deswegen sollten die Commit-Messages auch relativ aussagekräftig sein, so dass ich genau weiß, was, wann, warum ich gemacht habe. Gehen wir auf das nächste Level. Und zwar, was hat es jetzt mit GitHub auf sich? Ich kann bei GitHub, was in der Cloud liegt, ein Origin erstellen. Auf den Origin kann ich nämlich dann mein lokales Repository pushen. Mein lokaler Ordner bleibt natürlich bestehen und kann hier weiter meine Änderungen machen, die ich dann immer in meinen lokalen Main committen kann. Von meinem lokalen Main kann ich sie dann wiederum wieder zu GitHub pushen. Hier ist also schon mal der Unterschied zu Commit und Push. Bei einem Commit tue ich meine Änderungen in meinen lokalen Main rein. Mit einem Push kann ich diese Änderungen auch direkt auf GitHub übertragen, sofern ich dann natürlich ein Origin angelegt habe und ein Benutzerkonto und so weiter habe. Hier dieses Repository kann ich nämlich jetzt auch mit anderen Leuten teilen. Zum Beispiel, wenn ich einen Freund habe, der mir bei den Aufgaben hilft, der kann sich dieses Origin Repository klonen, also eine Kopie von laden und hat dann auf seinem PC auch jeweils wieder einen Main-Ordner und einmal einen lokalen Ordner. Hier kann er jetzt auch Änderungen machen, diese committen und dann anschließend pushen. Damit ich diese Änderungen dann bei mir zur Verfügung habe, kann ich sie wiederum pullen und habe dann die Änderungen von meinem Freund bei mir lokal. Das werden wir heute aber nicht besprechen, weil das würde ein bisschen den Rahmen vom Video sprengen. Und sobald ihr mit Git und GitHub vertraut seid, ist es auch nicht mehr ganz so schwierig, denn ihr könnt dann bei eurem Repository einfach noch Personen hinzufügen. Die müssen dann natürlich auch einen GitHub-Account haben, aber haben dann einfach Zugriff auf euren Code. Auf GitHub können wir auch dann unser Projekt sehen und natürlich auch immer alle unsere Änderungen in der Commit History. Und bevor wir uns das Ganze jetzt in Xcode anschauen, einmal noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ich habe nämlich eine eigene App für das iPhone und für das iPad, mit der du einfacher Swift und SwiftUI lernen kannst. Das Ganze ist nämlich eine Companion-App, mit der du Swift-UI-Komponenten und Swift-Befehle einfacher lernen kannst. Hier bekommst du nämlich die Swift-UI-Komponenten visualisiert und bekommst automatisch direkt den Quellcode dazu. Auch sind hier viele meiner YouTube-Videos aufgelistet, was ich in der App besser machen kann als auf YouTube, weil ich die hier auch besser miteinander verlinken kann. Außerdem kommt bald ein sehr großes Update für iOS 26, wo ich schon die letzten Wochen sehr viel dran arbeite. Leider hat es sich aber etwas nach hinten verschoben, aber seid hier in den nächsten Wochen gespannt, hier wird wirklich was Großes kommen. Die App heißt Kulisvi und ist im App Store für iPad und iPhone verfügbar. Schaut es euch auf jeden Fall gerne an und lasst gerne auch eine Bewertung im App Store da. Wir sind jetzt hier einmal bei Xcode angekommen und wir haben hier auch schon Xcode 26 vor uns. Wenn du noch die neuen Funktionen von Xcode 26 sehen möchtest, dann schau dir auch gerne einmal hier dieses Video an. Da stelle ich alle neuen Funktionen von Xcode 26 vor. Ich habe ja eben schon bereits gesagt, ist es egal, ob ihr bereits ein Projekt angelegt habt oder ein neues anlegt, was ihr dann mit Git bzw. GitHub verknüpfen wollt. Ich zeige euch jetzt einmal den Weg, wenn ihr ein neues Projekt anlegt, wo ihr einmal den Haken setzen müsst und werde das dann nicht machen und euch dann zeigen, was ihr macht, wenn ihr euer Projekt schon bereits angelegt habt. Ich erstelle erstmal hier ein neues Projekt jetzt und mache jetzt hier einmal eine App, das ist jetzt dafür aber auch egal, und gebe dem jetzt einen Namen. Ich nenne es jetzt einmal Test GitHub. Könnt jetzt hier wieder alle eure Sachen auswählen, die ihr auswählen wollt, so wie immer. Geht dann einmal auf Next
und habt jetzt hier unten eine Option Create Git Repository on my Mac. Wenn ihr jetzt ein neues Projekt anlegt und das halt haben wollt, dann würde ich euch das natürlich hier empfehlen zu setzen. Hat jetzt keine großen Nachteile, außer dass es ein paar Kilobyte mehr Speicher braucht. Und ich mache es halt jetzt mal nicht, falls wir jetzt schon ein Projekt angelegt haben und das dann noch machen müssen. Und am Ende könnt ihr euch dann den Schritt sparen, falls ihr es halt jetzt schon gemacht habt. Also es kommt sich am Ende wieder aufs Gleiche hinaus. Ich drücke dann einmal auf Create und gehe auch einmal hier in Fullscreen. Und wenn wir jetzt noch kein Git Repository angelegt haben, können wir einmal hier oben in unsere Menüleiste gehen, einmal auf Integrate und gehen dann hier einmal auf New Git Repository. Und könnt dann einmal auf Create machen, beziehungsweise halt für eure Projekte hier noch auswählen, zu denen ihr ein Git Repository erstellen wollt. Und das war es auch schon, also es war jetzt hier einmal nur ein Mausklick und er hat jetzt hier schon direkt das Git Repository erstellt. Was hat sich jetzt geändert? Wenn ich jetzt hier Code schreibe, sehen wir schon, dass ich jetzt hier so einen blauen Haken habe. Und nicht so einen Haken, sondern so ein rundes Viereck. Und hieran kann ich nämlich jetzt erkennen, was sich geändert hat. Zum Beispiel, indem ich jetzt hier einfach auf Show Change gehe und kann jetzt hier mir einmal die Zeile davor anzeigen lassen und wie sie jetzt aussieht. Und könnte jetzt auch zum Beispiel hier draufklicken und dann einmal auf Discard Change gehen und mache einfach meine Änderung rückgängig. Das habe ich ja eben schon gesagt. Das kann ich entweder selektiv machen, indem ich jetzt hier nur eine einzelne Zeile ändere, oder ich kann auch hier oben auf Integrate gehen und Discard All Changes machen und muss dann nochmal bestätigen. Und er revertet dann wirklich alles, was ich gemacht habe, seit meinem letzten Commit halt. Das heißt, selbst wenn ich jetzt hier mehrere Zeilen mache, zum Beispiel ich habe jetzt hier irgendwie ein paar Absätze eingefügt, dann kann ich jetzt hier auf Integrate gehen, Discard All Changes machen und er macht jetzt wirklich wieder alles rückgängig über alle Dateien wirklich. Also wirklich einmal komplett Reset. Deswegen da nicht aus Versehen draufkommen, wenn ihr da nicht draufkommen wollt. Als nächstes, wenn ich jetzt hier eine Änderung mache, zum Beispiel ich mache jetzt einmal hier dieses World weg und mache jetzt hier einfach nur Hello hin, dann kann ich meine Änderungen auch committen. Dafür gehe ich jetzt hier oben auf Integrate und dann einmal auf Commit. Jetzt sehe ich hier auch nochmal, was ich geändert habe. Bevor ich aber committen kann, muss ich einmal meine Änderungen auswählen. Eine Änderung kann ich einmal auswählen, indem ich jetzt hier einmal auf meine Änderung gehe und dann einmal Stage Change mache. Jetzt sehen wir auch schon, jetzt ist das Viereck oder dieses abgerundete Viereck, wie auch immer man das nennen mag, ausgefüllt. Ich kann die auch wieder unstagen, also nicht mehr auswählen, dann ist es halt hier so transparent in der Mitte. Das ist natürlich relativ nervig, jetzt alle meine Änderungen auszuwählen, wenn ich viele habe. Deswegen gibt es hier oben auch einen Knopf, wo ich einmal alles direkt auswählen kann. Jetzt habe ich wirklich alles ausgewählt, was ich auswählen möchte. Ist jetzt hier halt nur eine Sache und kann jetzt hier oben auch eine Commit-Message reintun. Zum Beispiel Hallo YouTube. Anschließend kann ich dann hier oben auf Commit gehen und habe jetzt meine Änderungen in den Main committed. Ich kann mir das natürlich jetzt auch anschauen. Ich schließe jetzt hier erstmal alles, indem ich hier oben bei dieser Registerkarte einmal drauf gehe, kann dann einmal auf Repositories gehen und kann das jetzt hier einmal aufklappen, gehe einmal auf Branches und habe jetzt hier meinen Main Branch. Und ich habe jetzt hier aus Versehen noch das Ende gelöscht, wollte eigentlich Hallo YouTube schreiben, habe es jetzt hier aus Versehen gelöscht eben. Aber jetzt kann ich mir alle Änderungen anschauen, die ich gemacht habe und könnte jetzt hier einmal sehen, zum Beispiel, dass ich das jetzt gerade heute gemacht habe und wenn es jetzt länger her ist, beziehungsweise hier oben, zeigt er mir auch ein Datum und eine Uhrzeit an, wann ich das gemacht habe. Und das halt dieses Stapelprinzip, dass sich das halt alles aufeinander aufbaut und ich so jeden einzelne Änderung verfolgen kann, wann diese reingekommen ist und auch warum, weil ich habe jetzt hier einen Änderungsgrund. Wenn ich jetzt hier nochmal irgendwas ändere, mache jetzt hier ein paar Absätze hin, dann kann ich hier auch bei Changes auch einmal alles sehen, was sich geändert hat seit dem letzten Commit. Kann es jetzt hier auch auswählen und kann diese jetzt auch einfach wieder committen, indem ich jetzt hier auf Integrate gehe, Commit, wähle einmal alles aus und mache einmal hier irgendwie Leerzeichen oder sowas, beziehungsweise Absätze hin. Und kann das jetzt auch wieder committen. Und habe jetzt hier einen neuen Commit angelegt. Und das hat sich jetzt zu meinen Änderungen, ich sage jetzt mal, aufaddiert. Wenn ich mir jetzt hier einmal den Main anschaue, ich glaube, der hat sich nur noch nicht aktualisiert. Ich schließe hier einmal ganz kurz alles. So, gehe ich hier nochmal in meinen Main rein. Also ich musste gerade einmal Xcode neu starten. Das hat sich gerade irgendwie verbuggt. Jetzt sehe ich hier einmal meine Historie und kann jetzt hier wieder meine einzelnen Commits mir anschauen, was ich geändert habe. Wie kriegen wir das Ganze jetzt mit GitHub verknüpft? Natürlich solltet ihr euch jetzt hier erstmal einen GitHub-Account anlegen. Das ist keine bezahlte Werbung oder so. Ihr könnt auch noch irgendeine andere Plattform benutzen. GitHub ist aber so die weit verbreiteste. Deswegen, wenn ihr euch dann einen GitHub-Account hier angelegt habt auf github.com, ich schätze mal, das schafft ihr auch schon selber, dann können wir nämlich weiter fortfahren. Als nächstes logge ich mich mit GitHub
in Xcode ein. Dafür müssen wir später aber einen Token erstellen. Denn wir können uns jetzt hier nicht einfach mit dem Passwort einloggen von GitHub. Das war früher mal so. Aber wegen Sicherheitssachen, wenn jemand euren Account hackt, hat er halt potenziell Zugriff auf direkt alles. Und damit das nicht der Fall ist, muss man sich einen Token erstellen lassen auf GitHub, wo man gewisse Berechtigungen hintersetzt. Zum Beispiel, wenn ihr 5 Projekte habt bei GitHub, könnt ihr für jedes Projekt einen einzelnen Token erstellen. Und wenn dann jemand euren Account hackt, hat er halt keinen Zugriff auf eure Projekte, weil er diesen Token braucht. Und den Token könnt ihr am Anfang nur einmal kopieren und dann bei Xcode einfügen. Und danach hat darauf keiner mehr einen Zugriff. Und wenn ihr den Token halt irgendwie nicht mehr habt und ihr müsst euch irgendwie neu verifizieren, dann müsst ihr den halt löschen und einen neuen anlegen. Falls dann jemand doch euren Token rausbekommt, hat er halt dann immer nur Zugriff auf das eine Projekt und ihr könnt den Schaden halt ein bisschen begrenzen. Deswegen ist das jetzt hier so ein bisschen, ich sage jetzt mal, komisch gemacht. Aber gut, gehe ich einmal in Xcode rein, dann einmal auf Settings, gehe dann einmal auf Source Control und mache dann Add Account. Und dann einmal halt für GitHub. Hier müsst ihr dann einmal euren Account anlegen und müsst jetzt hier den Token eingeben. Den Token erstellen wir natürlich jetzt zusammen. Und wir müssen hier gewisse Berechtigungen setzen, damit Xcode halt hier alles benutzen kann. Deswegen müssen wir mindestens diese Berechtigungen setzen. Dafür gehe ich jetzt einmal hier zu GitHub rüber. Dann gehen wir hier oben einmal auf unser Profil, dann auf Settings, scrollen hier in den Settings einmal bis nach ganz unten zu Developer Settings und gehe dann hier einmal auf Personal Access Tokens und gehe dann einmal auf Tokens Classic. Hier klicken wir dann einmal an Generate New Token und gehen dann einmal auf Generate New Tokens Classic und muss mich jetzt hier erstmal verifizieren mit 2-Faktor an meiner Handy-App von GitHub. Könntet ihr euch auch einrichten, dann ist es auch nochmal sicherer. Muss jetzt das hier einmal bestätigen. So. Und jetzt können wir hier einmal eine Notiz hinterlegen, zum Beispiel Test YouTube oder sowas. Und kann jetzt hier auch einmal ein Ablaufdatum hinzufügen. In dem Falle wird jetzt hier immer im Standard 30 Tage vorgeschlagen. Ihr könnt auch 90 Tage machen, dann ist auch zufällig Weihnachten. Deswegen mache ich jetzt mal hier 90 Tage. Kommt halt immer darauf an, was man für eine Sicherheit haben möchte. Wie gesagt, wenn jemand das halt herausfindet, dann hat er auch Zugriff auf alle eure Projekte oder zumindest auf die, die ihr jetzt hier auswählt mit den jeweiligen Berechtigungen. Deswegen, wenn ihr jetzt eh nur kleinere Projekte habt, könnt ihr den auch einfach so einstellen, dass er nie abläuft. Ich mache irgendwas immer zwischen 30 und 90 Tage, habe jetzt aber auch jetzt ja nichts sehr Kritisches oder firmeninterne Daten hier. Und Xcode schlägt uns jetzt hier einmal 3 Sachen vor. Admin Public Key, Repository und User sollten wir dem geben. Und das machen wir jetzt auch einmal. Und wähle jetzt hier einmal oben Repository aus, dann einmal Admin Public Key und einmal User. Wie gesagt, wir können hier auch noch mehr hinzufügen. Dann hat dieser Token noch mehr Berechtigungen. Muss man halt selber abwägen, was man da noch möchte. Aber für den Anfang reicht hier das. Und dann gehen wir einmal ganz nach unten und machen dann einmal Generate New Token. Jetzt wird uns hier einmal ein Token angezeigt, der natürlich jetzt hier verpixelt ist. Ich werde ihn aber auch zusätzlich noch zur Sicherheit, falls ich irgendwie einen Frame doch nicht rausgekeyt bekommen habe, am Ende direkt vom Video auch wieder löschen. Aber den könnt ihr jetzt hier einmal kopieren. Und sobald ihr jetzt gleich diese Website schließt, ist der Token weg. Da kommt keiner mehr dran. Deswegen, ihr könnt den natürlich auch jetzt noch irgendwo aufschreiben oder sowas, aber aus Sicherheitsgründen würde ich den jetzt hier einfach nur kopieren, zu Xcode gehen, dann hier einmal einfügen und einmal auf Sign-in gehen. Jetzt seid ihr hiermit verbunden und könnt jetzt euer Repository pushen nach GitHub. Dafür gehen wir einmal hier auf unser Source Control Icon, auf Repository, Remotes. Bei Remotes sehen wir jetzt auch noch nichts. Machen dann hier einen Sekundärklick hin und machen dann einmal New Test GitHub Remote. Und kann jetzt hier nochmal ein paar Einstellungen machen, ob es zum Beispiel Public ist, sodass es alle sehen können, oder ob es Private ist. Und bei Private könnt ihr Leute einladen, die das halt sehen können sollen. Ich mache jetzt einfach mal Private, lasse den Namen jetzt einmal hier so stehen und drücke dann auf Create. Und ich warte jetzt einmal noch kurz. Jetzt sollte das hier auch schon angezeigt werden. Genau, jetzt wird hier einmal der Origin Main angezeigt. Und wenn ich jetzt einmal zu GitHub rübergehe, auf mein Profil gehe und dann auf Repositories, dann sehe ich, hier ist jetzt einmal ein neues Repository, und zwar Test GitHub. Und das kann ich auch schon anklicken und sehe jetzt tatsächlich auch alle meine Änderungen, die ich jetzt gerade gemacht habe. In dem Fall jetzt hier zum Beispiel vor 9 Minuten. Und hier kann ich mir auch die 3 einzelnen Commits auf der Webseite direkt anzeigen. Wie ist jetzt einmal noch der Ablauf? Ich gehe jetzt einmal zurück zu Xcode und lösche jetzt diese Absätze einfach wieder und kann jetzt auf Integrate gehen, Commit, mache jetzt hier wieder eine
einen Test-Commit und könnt jetzt entweder Commit drücken und gehe dann auf Integrate und mache dann einen Push, sodass alle meine Änderungen auf dem Remote verfügbar sind. Oder ich klappe hier das einmal auf und mache Commit and Push. In dem Falle, okay, ich habe jetzt noch nicht gestaged, deswegen fragt er mich, ob ich auch alles stagen möchte. In dem Falle macht er nämlich Commit und Push in einem Schritt. Das heißt erst auf meinen lokalen Main und dann auf den Origin Main. Das Ganze mache ich jetzt auch einmal und drücke dann noch einmal Push. Und jetzt hat er einmal alles geupdatet und ich gehe jetzt einmal zu GitHub rüber, aktualisiere hier einmal und sehe jetzt auch direkt, dass sich hier etwas geändert hat und ich halt jetzt hier 4 Commits drin habe. Wenn ihr jetzt euren lokalen Ordner irgendwie aus Versehen löscht und die Änderungen weg sind oder irgendwas anderes damit passiert, dann müssen wir das Repository klonen von GitHub, also praktisch, wenn wir das Backup wieder haben wollen, und können jetzt hier zum Beispiel die URL kopieren, gehen dann einmal zu Xcode und können dann Clone Git Repository hier machen. Hier kann ich jetzt oben einmal meine URL angeben und drücke dann auf Clone und kann jetzt hier irgendwo einen Ordner auswählen und dann einmal hierhin das Projekt klonen. Klonen bedeutet jetzt aber wirklich einfach nur, dass ich jetzt wieder einen lokalen Ordner habe, wo ich Änderungen drin machen kann und die dann auch automatisch direkt pushen kann. Ich habe jetzt hier noch meinen Ordner, deswegen mache ich das Ganze jetzt mal nicht. Aber so können wir einmal halt das Repository klonen, wenn wir das lokal verloren haben oder zum Beispiel noch von einem anderen Computer aus benutzen wollen. Habe ich jetzt Änderungen von einem anderen Computer aus gemacht und die committed und gepusht, dann muss ich auf meinem anderen Computer natürlich auch die Änderungen irgendwie bekommen. Dafür können wir auch auf Integrate gehen und drücken dann auf Pull und er holt dann alle Änderungen, die remote sind, ab und fügt die in unser lokales Git-Repository hinzu. Jetzt habt ihr einmal komplett Git, GitHub und wie ihr Git und GitHub halt mit Xcode benutzen könnt, kennengelernt. Wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, lasst auf jeden Fall gerne eine Bewertung oder einen Kommentar da. Wenn du jetzt noch eine komplette Funktionsübersicht über Xcode haben willst, dann schau dir doch einmal dieses Video hier End-to-End Card an. Da zeige ich dir einmal die wichtigsten Funktionen von Xcode.